So, hallo und herzlich willkommen zurück in der wundersamen Stadt, die in der Vergangenheit ist. Wir sind auch in der Vergangenheit und wir haben jetzt den Auftrag bekommen, uns hier so ein bisschen umzuhören. Questprotokoll, Inventar. Wir dürfen auch so gut wie alles, außer alles, was verboten ist, und das ist eine ganze Menge. Und wir sollen hier mal schauen, wie es denn hier um die Moral der Einwohner bestellt ist. Irgendwelche subversiven Was? Irgendein subversives Element möchte hier wohl die soziale Ordnung zerstören. Und wir schauen mal. Wir müssen ja eh schauen. Okay. Wir müssen schauen. Ja, wir haben doch wir haben ja die Erlaubnis bekommen. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Hey Horatius, how's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm a stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Centilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the golden rule is gonna protect you. Got it? Huh. As if I'll be afraid of you, little man. Ah, okay, da gibt es ja doch ein paar Spannungen hier. Und sehr laute Vögel. Fremdling, reden. What were you two talking about? Was? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Ach so, wir sind ja auch wir sind ja eine Frau, das habe ich ja völlig vergessen. Wir sind ja wir spielen ja hier eine Frau. Danke für die herzliche Begrüßung. Ich werde jetzt gehen. Wir haben nicht über die Wahl geredet. Ja, haben wir auch nicht. What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Ich weiß jetzt nicht, normal wird doch hier jeder Neue, muss doch mit dem Magistrat reden. Oder ist das hier unbekannt im Allgemeinen? Ja, also ich hatte nicht daran gedacht, mich einzumischen, aber das sieht nun anders aus. Oh ja, okay, ist nicht so aggressiv direkt. Ich will keinen Ärger. Good, then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Ja, okay. Darf ich ein paar Fragen stellen? Can't hurt. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Okay, da ist anscheinend die Tochter, die Adoptivtochter verschwunden. Wenn ich das richtig gehört habe. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Ja, wie will er denn das machen? Ich habe gedacht, das ist eine göttliche Regel. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Warum könnte es mir nicht jetzt sagen? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Okay, Wahltaktik. Glaube ich eigentlich jetzt nicht. Old man Sentius got you already, did he? Well, I'm not talking to people in his faction. Confutuare.
Okay, ist ja anscheinend doch mehr passiert, als man gedacht hätte. Wir haben auf jeden Fall einen vermissten Fall, so wie das aussieht. Verschlossene Tür, okay. Ja, noch fleißig am Liegestütz machen. So, wo sind wir hier? Schon wieder das Geflüster, das war ja vor. Sind das die Statuen? Hä? Ist reproduzierbar. Ein Herd. Da fehlt auf jeden Fall hier so ein bisschen Ruß an der Wand. Das wäre sonst auf jeden Fall da. Jetzt schauen wir mal, was hier noch... Hier sind doch noch ein paar Dokumente gewesen. Inspizieren, was? Tintenfass. Tinte aus Ruß und Wasser. Oh, wir können auch noch drehen. Sehe ich jetzt erst. Wir können hier nichts weiter anschauen, leider. Hier geht's jetzt wieder nach draußen. Und hier kann man auch direkt rein. Dann geht's jetzt hier noch nach vorne weiter. Und das war's. Dann schauen wir hier mal noch weiter. Beziehungsweise wir gehen jetzt mal, glaube ich, hier hoch. Da oben steht ja auch wieder jemand. 2 Personen. Fear is proof of a degenerate mind. Das ist Horatius. What now? Was ist eure Geschichte? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Wie seid denn ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all Liguria? right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Das ist anscheinend... War wahrscheinlich der große Brand von Rom. Das tut mir leid. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Kann das sein, dass sie vielleicht hier rausgekommen ist? Aber, was könnt ihr mir denn über den Magistrat erzählen? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Ein guter Anführer, okay. Wisst ihr, wie man denn hier wegkommt? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Er ist anscheinend ein großer Fan von Seneca dem Jüngeren. Kann ich denn das Bürgerverzeichnis sehen? I don't see why not.
Just make sure I get it back by tomorrow. Okay, wir müssen es zurückbringen. Aurelia. Claudia. Decius. Tavernenwirtin, Taverne im Elendsviertel. Behauptet, einen Ausweg zu kennen. Okay, interessant. Claudia. Wir müssen auf jeden Fall uns Aurelia merken. Claudia, Patrizierin, Pflichtfrau. Von Malleolus, Quartier, Villa, Zentral, Hinweise, kennt keine. Domitius, Klasse Bürger. Was? Im Warenhaus eingesperrt, okay. Lese. Okay. Das ist natürlich jetzt besser. Behauptet, einen Ausweg zu kennen. Im Warenhaus eingesperrt. Patrizier. Bürger. Elendsviertel. Hinweise. Galerius. Georgius. Händler. Verkleidung. Oh, es sind ganz schön viele. Horatius. Bürger. Das ist die Wache, mit dem reden wir gerade. Kabasch. Ist ein Fremder. Ist ein Fischer. Ist verschwunden, okay. Livia weigert sich jetzt zu arbeiten. Malleolus nicht vertrauenswürdig, okay. Nevia hat sich im Palast eingeschlossen. Hier ist anscheinend ganz schön viel los. Zunehmend aufgewühlt Rufius. Sentia zu ihrer Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Sentilla, das ist die verschwunden ist, die andere, die verschwunden ist. Sentius ist der Magistrat. Ulpius ist auch ein Schuldner von Malleolus. Und Vergil ist auch hier, ist Architekt in diesem Fall und ist irgendwie hier am Forum angesiedelt. Okay, dann, das sind die Originalseiten. Gehen wir hier mal raus. Ich nehme das mal mit. Ja, ich nehme das mal mit, ne? Of course. Bis morgen dann. Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Ja, das ist ganz schön hart. Ja, da wo ich herkomme, würde man das Kollektivbestrafung nennen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, er ist so ein bisschen, er ist geteilter Ansicht. Also, er ist jetzt nicht so ganz strikt dagegen. Also, er kann die Vorteile erkennen, aber er weiß auf jeden Fall, was es bedeutet. Und das ist schon mal mehr, als man von manch anderen auch erwarten kann oder mitbekommt. Ihr seid also dafür? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Also er ist echt ein Fan von Seneca dem Jüngeren. Das würde ich an der Stelle mal sagen. Da wo ich herkomme, würde man das Kollektivbestrafung nennen und das ist ein Kriegsverbrechen. War crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law falls silent. Ja, das ist noch ein bisschen eine andere Zeit. Unsere Welten sind sehr verschieden. Seems that way. War crimes. Ridiculous. Ja, unglaublich, ne? Lasst uns über was anderes reden. If you like. Wem werdet ihr denn eure Stimme geben? Not that it's any of your business.
but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery, and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Ist das nicht irgendwie schwach? Hey, if you think you can do better, be my guest. But I won't hold my breath. In any case, Ja, okay. if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Dann werde ich jetzt mal gehen, ne? Alright? Hier war doch noch gerade eine Frau. Die ist abgehauen. Ich glaube, das war die, auf die er aufpassen musste. Super Wache. Moin, wer bist du? Name's Rufius. Better watch your step. Na, was ist denn eure Geschichte? Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia and Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Wie seid ihr hier gelandet? Same way as everyone else. Ja, okay. Warum tragt denn immer noch eure Legionärsrüstung? Sentimental oder? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Warum habt ihr keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Ihr seid aber nicht sehr gesprächig, oder? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Was beschäftigt euch denn? None of your business. In Troite ipsam commensura. Lasst uns über was anderes reden. If we have to. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If I did, do you think we'd be having this conversation? Na, dumme Frage. Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Was meint ihr damit? I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong, while we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Was glaubt ihr denn, was kommt? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Nee, ich höre kein Geflüster oder so. Like they're waiting for something. I don't like it. Also, ich glaube ja, also wir hören das Geflüster und diese komischen Geräusche, gerade in der Nähe von den Statuen. Und ich glaube, er hat recht. Also hier ist irgendwie mehr im Gange. Auch mit den Statuen auf jeden Fall. Of course I am. Ja, natürlich. Wem werdet ihr denn eure Stimme geben? Malleolus. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Lasst uns über was anderes reden. Fine. Ich glaube, wir müssen noch mehr rausfinden davor. Ich werde jetzt gehen. Tschüss. Whatever. Ja, tschüss. Ciao. So. Schon wieder diese Statuen. Hier sind wir angekommen. Ja, kann ich. Können auch laufen. Das ist sehr gut.
Wir gehen jetzt mal... Wir gehen mal ganz zum Anfang zurück, hätte ich gesagt. Das ist kein Geflüster. Gehen wir hier ganz zum Anfang zurück und arbeiten uns jetzt hier einfach mal durch. Was ist denn das hier? Ist ein Seil gespannt. Seilrutsche? Oder nicht? Schade. Hier sind wir angekommen. Hier hat alles begonnen. Kreisförmige Portal. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier sind wir vorher nicht lang gelaufen. Und da hinten... Was ist da? Können wir hier... Können wir auch nicht rüberklettern oder so? Nee, geht nicht. Vielleicht brauchen wir dazu noch was. Das sind halt die Einwohner, die ja davor da waren. Scheint ja so auf jeden Fall. Ich weiß aber echt noch nicht, was hier passiert ist oder was hier passieren wird. Was hören wir denn da immer für ein Geräusch? Das ist so wie, wenn ein Schwert geschliffen werden würde. Das glaube ich, wenn man so vergoldet ist wahrscheinlich. Ist das ganz schön steif. Ja, sind das Shortcuts? Kann ich hier auch nicht hoch... Ich möchte hier nicht runterspringen. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Oh, ich bin etwas nervös tatsächlich. That's good, in a sense. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the Golden Rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Was ist eure Geschichte? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Boah, wie seid ihr hier gelandet? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Na gut. Tut mir leid, das zu hören. Ja, das ist wie unsere Geschichte im Prinzip. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Moment. Gott? Nicht die Götter? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Haha, du bist doch gar nicht aus... Wahrscheinlich Christin. Lasst uns über was anderes reden. If you like. Ja, wisst ihr denn, wie man hier wegkommt? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Ja, schon wieder. Danke, ich werde es mir ansehen. I hope it works out.
Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Es wird sehr, sehr philosophisch hier. Menschen sind grundsätzlich gut, auf jeden Fall. So wirkt es auf mich. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ja, ist beides halt nicht so richtig. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Deus Ex Machina auf jeden Fall. Eine Intervention wird es auf jeden Fall geben, ja. I wish I shared your faith. Also seid ihr christlich? Psst, niemandem sagen. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Wo kam denn das jetzt her auf jeden Fall? Also, ich werde jetzt gehen. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Was? Oh, no. Nein. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Ulpius will Why sich would you want umbringen. that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Okay, ich rede mit ihm. Thank you. And please, choose your words carefully. Ulpius, ich würde mal erstmal fragen. Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Ich wollte euch gerade fragen, gehen wir mal neutral vor. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money ist der and when I Schuldner? couldn't pay it back, I wound ist der up in Schuldner? debt bondage. I'll be stuck slaving away for that culus cumulatis Malleolus for the rest of my life. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Okay. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. War das meine Schuld? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. Aber sein Selbstmord hat die goldene Regel ja nicht gebrochen. Was bedeutet das? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Okay, was passiert jetzt? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius.
Oh. Da unten ist ja noch eine Villa. Ich soll da runterspringen, oder was? Ihr wollt mich doch nur zur Sünde verleiten. Wie können wir diesen Test bestehen, wenn wir die Regeln nicht kennen? Ja. Große Tempeltür verschlossen. Hier geht's noch irgendwie weiter. Oh. Gehen wir hier mal runter. Sisyphus, was mit dir? Hast du einen Hustenanfall? Ja, was denn? Ja, was denn? Okay, dann halt nicht. Ja, es ist schon sehr verzwickt. Es sind auch sehr viele, um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol. Wir gucken gerade nur so ein bisschen verwirrt im Prinzip rum und das ist jetzt nicht so ganz zielführend. Wir haben verschiedene Sachen. Ursprungsort. Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Das natürlich... Das ist halt ein bisschen, weil vielleicht kann die Person, die mich hergebracht hat, auch mich zurückschicken. Das sind die Hauptziele. Letzter Atemzug. Finde heraus, was Lucretia zu schaffen macht. Etwas stimmt am Apollonschrei nicht. Geliebte Demokratie. Es ist Wahltag und Malleolus hofft, Sentius als Magistrat abzulösen. Ich werde ihn irgendwie aufhalten. Okay, muss ich. Malleolus aus der Wahl heraussteigen zu lassen. Malleolus treffen. Eine dauerhafte Lösung. Herausfinden, wie man Ulpius davon abhalten kann, sich umzubringen. Vielleicht irgendwie sein Schuldner-Ding da verbessern. Okay, aktiv. Und das ist abgeschlossen. Quid pro quo haben wir abgeschlossen. Okay, ich gehe mal den Hinweisen als erstes nach, hätte ich gesagt. Letzter Atemzug. Ich gehe mal zu Lucretia. Dann müssen wir hier runter. Wir machen das mal ein bisschen strukturierter als gerade. Morgen, wer ist da? Oh, den kennen wir doch. Ah, you again. Malleolus. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city. Okay, ja. Kann ich euch irgendwie umstimmen? No. Okay. Tschüss. Whatever. Das ist gar nicht so einfach. So, dann gehen wir hier mal nach hier unten und schauen uns einfach mal den Tempel an. Waren wir hier nicht schon? Ne, es sieht alles gleich aus. Lucretia, was ist denn los? Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. Was ist denn passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath.
Jetzt werde ich nie erfahren, wer sie vergiftet hat oder wie sie es geschafft haben, ohne die goldene Regel zu brechen oder warum sie die grausamen schwarzen Augen der Schlange mit ihren sterbenden Atem verflucht hat. Kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that Silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututor and scratching his eyes out. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was ist eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Wie seid ihr denn hier gelandet? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. Next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Alle sind gleich hier angekommen und alle sind während des Rombrandes aus der richtigen Welt sozusagen verschwunden und dann in den Fluss gesprungen und alle sind angespült worden und hier angekommen. Das ist das verbindende Element. Aber was hat das mit uns zu tun? Tut mir leid, das zu hören. It's alright. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Warum arbeitet ihr hier in einem Schrein? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Wer ist denn das? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Wir müssen in den Palast. Das ist... Thanks, I suppose.
Ich glaube, das ist das, was wir machen können. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Was haltet ihr denn von der goldenen Regel? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Okay, erzählt mir mehr über Nevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had until she suddenly lost. Das hatten wir schon. Last time and then okay. She's been. But one of my patients. Rheumatismus, ja. Fahrt fort. He's become so irritable that the smallest things. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. Ja, im Palast, okay. Tipp, dadurch wird die Quest priorisiert. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thanks, I suppose. Okay, können wir über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbst verschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Okay. Aber was war das denn für ein Gift? Hemlock, I believe. Schierling. War sie suizidal? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolus' villa, and they are quite secretive. Na, okay. Gladly. Ja, ich werde jetzt mal gehen. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Ja, und damit ist es auch schon wieder soweit. Und keine Gegenstände bei Julia. Was gibt's hier noch? Verschiedene getrocknete Kräuter. Ja, so ein Stößel. Ja, das waren die damaligen medizinischen Geräte. Alte Truhe. Verschlossen, okay. May Apollo keep you safe. Danke. Und bis dann auch in die nächste Folge, wenn wir hier weiter nach dem großen Rätsel dieser Stadt suchen. Und bis dahin, Salve und auf Wiedersehen.